Mein Name ist Maria. Ich bin schon sehr alt und lebe allein in einer kleinen Wohnung. Mein Mann ist vor vielen Jahren gestorben. Er hatte Krebs. Meine Kinder wohnen weit weg. Deshalb ist es sehr still zu Hause. Ich fühle mich oft alleine. Aber diese Woche ist anders. Etwas Besonderes passiert. Ich habe eine Postkarte erhalten. Ich habe seit mehreren Jahren keine Post mehr bekommen. Es war ein Brief von meiner Familie. Meine Familie hat mich nach Mallorca eingeladen. Ein großes Treffen mit meinen Töchtern, meinem Sohn und meinen Enkeln. Ich habe ja gesagt, obwohl ich ein bisschen Angst hatte. Ich habe mein Ticket gekauft und meinen Koffer langsam gepackt. Heute bin ich angekommen. Ich bin müde von der Reise, aber in meinem Herzen bin ich glücklich. Ich will sie endlich wiedersehen. Ich denke an Umarmungen und Lächeln. Aber zuerst muss ich zu meinem Hotel. Ich gehe nach draußen und suche einen Transfer. Die Luft ist warm, aber ich fühle mich ein wenig unsicher. Ein kleiner Shuttlebus hält vor mir. Ich öffne die Tür und sage leise: Hallo. Der Fahrer schaut kurz, aber er sagt nichts. Das fühlt sich sofort seltsam an. Ich nenne den Namen meines Hotels. Er startet den Motor, aber er lächelt nicht und spricht nicht. Es ist still im Bus. Eine schwere Stille. Ich denke, vielleicht ist er nur müde. Vielleicht hatte er einen langen Tag. Ich frage vorsichtig: Ist heute viel los? Er sagt nur: Nein. Ein Wort. Kurz und kalt. Kein Lächeln. Ich werde ruhig, aber in meinem Kopf sind viele Gedanken. Wer ist dieser Mann? Warum wirkt er so leer? Dann macht er das Radio an. Ein langsames, trauriges Lied läuft. Für einen Moment füllt es den Raum. Aber er macht es schnell wieder aus. Zu schnell. Es ist, als tut ihm das Lied weh. Ich spüre, dass etwas in ihm nicht stimmt. Ich sage nichts, aber mein Herz wird schwer. Nach ein paar Minuten fragt er: Sind Sie allein hier? Seine Stimme ist leise. Ich sage: Nein, meine Familie ist hier. Wir sehen uns später. Er schweigt einen Moment und sagt dann: Familie ist nicht immer einfach. Seine Stimme klingt müde und tief. In diesem Moment fühle ich etwas. Diese Fahrt ist nicht nur eine Fahrt zum Hotel. Diese Fahrt wird anders. Etwas beginnt, das wir beide nicht erwarten. Es wird wieder still. Ich schaue aus dem Fenster, aber meine Gedanken sind weit weg. Ich denke an meine Familie und spüre, dass sich heute etwas verändern wird. Ich denke an das Abendessen. Ich sehe meine Familie vor mir. Ich denke an Umarmungen und an warme Stimmen. Für einen Moment fühle ich Freude. Dann spricht der Fahrer plötzlich. Seine Stimme ist leise, aber klar. Er sagt: Sie haben Glück. Ich drehe meinen Kopf ein wenig und frage: Warum? Er schaut auf die Straße und sagt: Ihre Familie will Sie sehen. Ich sage nichts. Ich spüre etwas in seinen Worten und warte. Dann spricht er weiter. Langsam, schwer. Er sagt: Meine Frau und ich streiten oft. Wir reden fast nicht mehr. Wir lachen nicht mehr. Es ist, als leben wir in zwei verschiedenen Welten. Ich atme leise ein und sage: Das klingt wirklich schwer. Er nickt leicht und sagt: Ja, es ist schwer. Ich schlafe auf dem Sofa und mein Sohn spricht kaum noch mit mir. Er sagt: Ich höre nie zu. Vielleicht hat er recht. Ich schaue ihn an und merke, wie mein Herz ruhig wird. In diesem Moment verstehe ich etwas. Dieser Mann ist nicht kalt. Er ist nicht unfreundlich, er ist einfach müde und verletzt. Ich höre ihm weiter zu. Er sagt: Ich arbeite jeden Tag. Ich fahre diesen Bus durch die Stadt. Ich bringe Menschen zu schönen Orten. Ich lächle für fremde Leute. Aber wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich wie ein Schatten. Dieses Wort bleibt in meinem Kopf. Ein Schatten. Es fühlt sich traurig an. Dann sagt er leiser: Gestern wollte ich einfach gehen. Ich habe eine Tasche gepackt. Seine Hände halten das Lenkrad fester.
Seine Stimme wird stiller, als hätte er Angst vor seinen eigenen Worten. Er sagt leise: Ich wollte einfach alles hinter mir lassen. Seine Stimme ist schwer. Ich spüre, wie ernst dieser Moment ist. Ich frage vorsichtig: Warum haben Sie es nicht gemacht? Er atmet tief ein und sagt: Weil mein Sohn geweint hat. Ich habe ihn in seinem Zimmer gehört. Er hat nichts gesagt, aber ich habe ihn gehört. Seine Stimme wird noch leiser. Fast bricht sie. Er sagt: Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie man ein guter Vater ist. Ich wollte etwas sagen, etwas Ehrliches, etwas Starkes, aber ich bleibe still. Ich höre ihm zu und spüre, wie mein Herz eng wird. Manchmal sagt Stille mehr als Worte. In dieser stillen Zeit verstehe ich etwas. Dieser Mann fährt mich nicht nur durch die Stadt. Er fährt durch seinen eigenen Schmerz. Ich schaue ihn an, aber ich stelle keine neuen Fragen. Ich versuche nicht, alles zu lösen. Ich höre einfach zu. Er spricht weiter. Er sagt: Meine Frau sagt, ich denke nur an Geld. Sie sagt, ich rede nicht mehr mit ihr. Ich frage ruhig: Hat sie recht? Er schaut kurz nach unten und sagt: Vielleicht. Ich arbeite viel. Ich zahle alles. Aber ich rede nicht. Ich frage nicht, wie es ihr geht. Ich sage auch nicht, wie es mir geht. Seine Hände zittern leicht am Lenkrad. Dann macht er eine Pause und sagt: Manchmal vergesse ich, dass sie ein Mensch ist. Nicht nur jemand, der zu Hause ist. Sie ist auch müde. Aber ich habe das nicht gesehen. Ich nicke langsam und sage: Manchmal sehen wir Dinge erst, wenn es fast zu spät ist. Er nickt und schaut weiter auf die Straße. Dann sagt er: Mein Sohn war früher anders. Er hat mir alles erzählt. Jetzt bleibt er in seinem Zimmer. Die Tür ist immer zu. Er sagt: Ich höre nie zu. Und er hat recht. Ich habe nicht zugehört. Er sagt, ich war immer am Handy, immer bei der Arbeit, immer müde. Dann wird es still. Eine schwere, ruhige Stille. Ich spüre sie in meinem ganzen Körper. Ich atme tief ein und fasse Mut. Dann spreche ich langsam. Ich sage: Ich habe auch Fehler gemacht. Ich war viele Jahre verheiratet. Ich dachte immer, ich habe noch Zeit. Aber dann wurde mein Mann krank und plötzlich war er weg. Ich sehe sein Gesicht noch vor mir. Ich wollte ihm so viel sagen. So viele Dinge sind in meinem Herzen geblieben. Aber es war zu spät. Ich war immer beschäftigt. Ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet. Aber dieser Moment kam nie. Meine Stimme wird leise. Der Fahrer schaut mich im Spiegel an. Seine Augen wirken anders jetzt. Er sagt: Genau so fühle ich mich. Als wäre es vielleicht schon zu spät. Ich schüttle langsam den Kopf und sage ruhig: Nein. Wenn dein Sohn geweint hat, als du gehen wolltest, dann ist es nicht zu spät. Wenn deine Frau noch mit dir streitet, dann fühlt sie noch etwas. Wenn Menschen still werden und nichts mehr sagen, dann musst du dir Sorgen machen. Er schaut nach vorne und sagt leise: Ich dachte, sie liebt mich nicht mehr. Ich sage ruhig: Vielleicht denkt sie das Gleiche. Vielleicht denkt sie, du liebst sie nicht mehr. Er wird ganz still. Man sieht, dass er nachdenkt. Dann sagt er etwas, das ich nicht erwarte. Er sagt: Mein Sohn hat mir vor Monaten eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe sie nie angehört. Ich spüre, wie mein Herz kurz schneller schlägt. Ich frage leise: Warum nicht? Er sagt: Ich hatte Angst. Ich wollte nicht hören, was er wirklich fühlt. Ich dachte, es ist nur Wut. Ich sage ruhig: Vielleicht ist es keine Wut. Vielleicht ist es Liebe. Vielleicht hat er dir geschrieben, weil du ihm wichtig bist. Er schaut fest auf die Straße und fragt leise: Glauben Sie das wirklich? Ich sage: Du wirst es nur wissen, wenn du sie anhörst. Es wird wieder still. Ich sehe, wie er denkt. Seine Hände halten das Lenkrad fester.
Dann fragt er, was ist, wenn es zu spät ist? Ich schaue ihn ruhig an und sage, was ist, wenn es nicht zu spät ist? In diesem Moment spüre ich es ganz klar. Etwas verändert sich in ihm. Es ist klein, aber es ist echt. Ich habe das alles nicht geplant. Ich bin nicht nach Mallorca gekommen, um einem fremden Menschen zu helfen. Aber vielleicht ist genau das der Grund. Vielleicht sollte ich genau hier sein. Vielleicht ist diese Fahrt kein Zufall. Der Bus fährt weiter, aber die Stille fühlt sich jetzt anders an. Nicht mehr kalt, sondern tief. Dann sagt er leise, ich denke jeden Tag daran zu gehen. Ich träume von einem neuen Leben, ohne Probleme, ohne Familie. Ich schaue ihn an und frage ruhig, und was fühlen Sie in diesen Träumen? Er sagt nach einer Pause, Ruhe, aber auch Traurigkeit. Seine Stimme ist leise. Ich spüre den Schmerz darin. Ich sage langsam, das ist kein echter Traum. Ein echter Traum gibt dir Hoffnung, nicht Schmerz. Er wird still und schaut nur auf die Straße. Dann passiert etwas Unerwartetes. Er fährt langsam zur Seite und hält an. Der Motor läuft noch, aber wir bewegen uns nicht mehr. Er sagt nichts für einen Moment. Dann sagt er leise, darf ich Ihnen etwas sagen? Etwas, das ich noch nie jemandem gesagt habe. Ich nicke und sage, ja. Er atmet tief ein. Seine Hände zittern leicht. Dann sagt er, letztes Jahr habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine andere Frau getroffen. Ich habe sie nicht geliebt. Ich wollte nur frei sein. Meine Frau weiß es nicht, aber ich glaube, sie spürt es. Vielleicht ist deshalb alles kaputt. Mein Herz wird schwer. Ich spüre seinen Schmerz. Ich frage leise, haben Sie noch Kontakt zu ihr? Er sagt sofort, nein. Es war nur ein Moment. Aber dieser Moment hat alles verändert. Ich nicke langsam und sage, ja, ein Moment kann viel zerstören. Aber ein Moment kann auch etwas heilen. Er schaut nach unten und sagt leise, ich verdiene keine zweite Chance. Ich schaue ihn ruhig an und frage, warum sprechen Sie dann mit mir? Warum halten Sie an? Warum erzählen Sie mir das alles? Er schweigt kurz. Dann sagt er leise, Ihre Worte erinnern mich an meine Mutter. Sie ist vor 3 Jahren gestorben. Bevor sie ging, hat sie gesagt, lass deinen Stolz nicht deine Familie zerstören. Ich habe nicht auf sie gehört. Seine Stimme bricht leicht. Ich sage ruhig, dann hören Sie jetzt. Er schaut mich an und fragt, glauben Sie, dass Menschen wie ich sich ändern können? Ich sage klar, ja, aber nicht morgen, nicht irgendwann. Veränderung beginnt heute, jetzt. Er schaut lange nach unten, dann sagt er leise, vielleicht hat Gott sie zu mir geschickt. Ich sage nichts, aber ich spüre, dass dieser Moment wichtig ist. Sehr wichtig. Dann nimmt er langsam sein Handy. Seine Hand zittert ein wenig. Er zeigt mir eine alte Sprachnachricht. Er sagt, mein Sohn hat mir das vor Monaten geschickt. Ich habe es nie angehört. Ich schaue auf das Handy. Er fragt leise, soll ich es jetzt hören? Ich antworte nicht sofort. Ich schaue ihn an und frage ruhig, wollen Sie so bleiben? Oder wollen Sie der Vater sein, den Ihr Sohn braucht? Er schaut lange auf das Handy. Dann sagt er, ich habe Angst. Ich nicke leicht und sage, haben Sie Angst. Aber hören Sie es trotzdem. Er hält das Handy fest. Dann drückt er langsam auf Play. Er sagt nichts mehr. Er hört nur zu. 1 Minute vergeht. Dann noch eine. Die Zeit fühlt sich langsam an. Ich sitze still und warte. Ich will ihn nicht stören, aber in meinem Kopf sind viele Gedanken. Was sagt sein Sohn? Ist es Wut oder Liebe? Ich halte den Atem an und warte. Maria. Ich sitze still und frage mich, was hat sein Sohn gesagt? Ist es Wut? Ist es Schmerz? Oder vielleicht Hoffnung? Mein Herz schlägt langsam, aber stark.
Dann spricht er endlich. Seine Stimme ist leise und anders als vorher. Er sagt, es ist nicht das, was ich gedacht habe. Ich schaue ihn an und frage ruhig, was ist es? Er sagt, es ist Liebe. Ich verstehe es zuerst nicht ganz und frage, was meinen Sie? Er schaut auf sein Handy, seine Hände zittern leicht. Dann sagt er, mein Sohn hat mir das vor langer Zeit geschickt. Seine Stimme wird weicher. Er sagt, Papa, ich weiß, du bist nicht perfekt, aber ich liebe dich. Ich vermisse dich. Ich will meinen Vater zurück. Ich spüre, wie mein Herz eng wird. Ich bleibe still und höre zu. Er liest weiter und sagt, ich weiß, du bist müde und verloren, aber bitte gib nicht auf. Ich bin noch hier. Ich brauche dich. Seine Stimme wird langsamer. Er schaut wieder auf das Handy und sagt, er hat auch geschrieben, geh nicht weg von uns. Komm zurück zu uns. Dann wird es ganz still im Bus. Seine Stimme wird noch leiser. Er sagt, am Ende hat er geschrieben, ich hoffe, jemand hilft dir, wieder du selbst zu sein und den Weg nach Hause zu finden. Ich bekomme Gänsehaut. Ich spüre, dass dieser Moment etwas verändert. Er schaut mich im Spiegel an und sagt, diese Person, das sind Sie. Ich kann nichts sagen. Meine Brust fühlt sich schwer an, aber auch leicht. 2 Gefühle gleichzeitig. Dann sage ich ruhig, manchmal bringt uns das Leben Menschen nur für einen kurzen Moment, aber dieser Moment kann alles verändern. Er lächelt leicht. Ein echtes, kleines Lächeln. Dann wird er wieder ernst. Er sagt, es gibt noch ein Problem. Meine Frau weiß nichts davon. Sie weiß nicht, was ich jetzt fühle. Ich schaue ihn an und frage ruhig, was werden Sie jetzt tun? Er sagt, ich weiß es nicht. Ich sehe, wie er kämpft. Dann frage ich, wenn heute Ihre letzte Chance wäre, was würden Sie tun? Er denkt lange nach. Man sieht es in seinem Gesicht. Dann sagt er leise, ich würde nach Hause fahren. Er sagt leise, ich würde nach Hause fahren. Ich würde sie umarmen und die Wahrheit sagen. Seine Stimme ist ruhig, aber ich spüre, wie viel Mut das kostet. Ich nicke langsam und sage, vielleicht ist heute genau dieser Tag. Er schaut nach vorne. Er sagt nichts mehr. Der Motor läuft, aber der Bus steht still. Die Zeit fühlt sich langsam an. Ich warte ruhig. Dann sagt er, ich wollte heute mit niemandem sprechen. Ich wollte nur arbeiten und dann nach Hause gehen. Aber jetzt ist alles anders. Ich spüre seine Unsicherheit. Ich sage leise, weil etwas Echtes passiert ist. Er schaut kurz zu mir und fragt, und was mache ich jetzt? Ich schaue ihn an und sage ruhig, Sie kennen die Antwort schon. Er schaut wieder auf die Straße und sagt, ich will nicht mehr zum Hotel fahren. Ich will nach Hause. Seine Stimme ist klarer jetzt. Ich frage, warum tun Sie es nicht? Er atmet tief ein und sagt, ich habe Angst. Was ist, wenn Sie mich nicht mehr wollen? Ich spüre seine Angst. Sie ist echt. Ich sage ruhig, das wissen Sie nur, wenn Sie es versuchen. Wenn Sie zu lange warten, ist es vielleicht wirklich zu spät. Er nickt langsam. Dann startet er den Bus wieder. Aber jetzt fährt er anders. Langsamer. Ruhiger. Als würde er über alles nachdenken, als würde er etwas Neues wählen. Nach ein paar Minuten sagt er, ich bringe Sie zuerst zu Ihrem Hotel. Ich schüttle leicht den Kopf und sage, nein, bringen Sie mich bitte zur nächsten Bushaltestelle. Meine Familie kann mich abholen. Sie müssen nach Hause gehen. Er schaut mich überrascht an und sagt, aber Sie haben bezahlt. Ich lächle leicht und sage, die Fahrt ist vorbei. Jetzt beginnt Ihre Reise. Er wird still. Dann hält er an einer kleinen Haltestelle. Ich steige langsam aus und sage, das ist gut so. Er schaut mich an. Seine Augen sind anders jetzt. Wärmer. Er sagt, ich weiß nicht, wie ich Danke sagen soll. Ich sage ruhig.
Sagen Sie nichts. Zeigen Sie es mit Ihrem Leben. Er lächelt. Ein echtes, ruhiges Lächeln. Dann sagt er, ich werde heute nach Hause fahren. Ich werde es versuchen. Ich nicke und sage, Sie schaffen das. Er schaut mich noch einmal an, als will er sich diesen Moment merken. Dann dreht er den Bus um und fährt los. Ich bleibe stehen und sehe ihm nach. Mein Herz ist ruhig, aber auch voll. Ich denke an das, was gerade passiert ist. Ich bin nach Mallorca gekommen, um meine Familie zu sehen. Ich dachte, es geht nur um Essen, Lachen und Umarmungen. Aber vielleicht war es auch für diesen Moment, für diese Fahrt, für diesen Mann, für diese Worte. Vielleicht wählen wir den Moment nicht. Vielleicht wählt der Moment uns. Ich gehe langsam weiter. Der Wind ist leicht und ich atme tief ein. Manchmal reicht ein Gespräch. Manchmal reicht eine einfache Frage. Und manchmal kann ein kleiner Moment ein ganzes Leben verändern.